schnellstmöglich nach New Serene zurückzukehren. Ich weiß nicht, wie ich auf die doch recht verstörende Ankunft dieser Familie auf Tier Freddy reagieren soll. Ich hoffe, dieser Brief erreicht euch bei guter Gesundheit. Ich freue mich auf unser baldiges Wiedersehen. Lady Lorraine de Morange. Zugang zu The Conspiracy. Ach, das ist ein DLC. Die Conspiracy. Guck mal, die Verschwörung. Okay. Erkunde eine neue Region auf der Insel Tierfreddy. Stelle dich unbekannten Gegnern, während du dich durch ein Netz aus Intrigen kämpfst, um eine Verschwörung aufzudecken, die das Machtgleichgewicht bedroht. Jetzt kaufen auf Steam, eingetragenes Trademark. Vielleicht spielen wir das, ach, man müsste das dann jetzt hier annehmen, oder was? Ja, ich kann jetzt schlecht raustappen und gucken, was das kostet. Ich guck mal kurz auf dem schlauen Smartphone nach. Was kostet denn dieses... ich habe mein Steam Deck. Ja, wo ist ja mein Steam Deck? Naja, da könnte man es jetzt natürlich total easy nachgucken. Dann öffne ich halt die Steam-App. Ah, da bin ich nicht angemeldet. Was ist das denn? Man muss auch mal sagen, die Steam Deck fürs Handy, fürs Smartphone, da hat vielleicht der ein oder andere schon ausprobiert, die ist der absolute Schmutz. Also ich habe noch nie so eine beschissene Scheiße gesehen. Die ist so eine Gülle. GREEDFALL Steam. GREEDFALL Steam. Da ist es besser, einfach über Google oder so reinzugehen, weil die Webpage... Ja, was ist das hier? GREEDFALL Steam. Nein, ich will nicht in die App rein, Leute. Ah, das geht jetzt natürlich nicht. Ich brech mir einen Ast ab, ey. Conspiracy Price. Kostet $7, hat aber auch nur 3 Sterne. Scheint nicht so der Knüller zu sein. Tja, weiß ich nicht. Ich würde es mir halt gerne noch überlegen. Aber anscheinend muss man das jetzt hier annehmen an dem Punkt. Deswegen würde ich eher sagen, Pech gehabt. Wir schlafen bis zur Nacht. Da kann ich nicht einmal rund pennen. Noch 4 Stunden. Wir schlafen noch ein bisschen weiter. Verschwörung. Klingt ja eigentlich schon ganz interessant. Intrigen müssen aufgeklärt werden. Sowas finde ich immer ganz geil. So, ich sag's euch, Leute, mark my words. Es wird irgendwie darauf hinauslaufen, dass wir in diese Tür rein müssen, die oben auf dem Berg ist. Der Berg ruft. Er sitzt wieder perfekt. Hello, soldier. How are you doing? Better. A lot better. Are you the one who saved me? The nurse told me. I simply prepared the potion that she told me how to make. Nothing more. Could you tell me what happened during the attack? I will try. They're not really memories I'm fond to bring back. A lot of my friends died up there. We were posted up on the peak to follow rebel movement. It had been a couple of days when we heard sounds of fighting not far from our position. Men were screaming in our own language. So we went to see what was happening. Soldiers of the Coin Guard and an islander were trying to protect a young man. He seemed dire ill. Konstantin Katasak and his escort. Who were they fighting against? Dozens of wild animals. They seemed completely enraged and intent on devouring them. And there were flames. Flames? Where were they coming from? I don't know. Woher kamen die Flammen? All the soldiers fell one after Flammen sind doch nicht plötzlich da. I didn't see everything. All was blood and confusion with beasts and fire. But I thought I saw another islander. Big. He's the one who took the sickened man. There was practically no one left on the battlefield. I was wounded and I passed out. I came to when I heard voices of islanders approaching.
Rebels. I thought to myself, they're coming to finish off the wounded. I got up with difficulty and fled. I dragged myself here. And you know the rest. I'm going to have to go and find these rebels. You shouldn't do that. They killed all of my friends. You take a great risk. That's enough. Rest now. You're still far from having recovered. Yes, it's best I leave now. I've learned enough. I'll have a word with your captain. Goodbye. Kill that rebel scum. Jetzt bin ich aber wieder ein bisschen verwirrt, weil... Was war denn das Ziel dieser Expedition? Also der Heiler hat die ja schon da hochgeführt. Und wenn die jetzt plötzlich von Wilden angegriffen wurden, vielleicht hängt er ja doch damit drin. Die Rebellen. Kill that rebel scum. Es gab damals für Modern Warfare 1, COD 4, ach, das waren noch Zeiten, haben wir auch mal so eine Star Wars Mod gespielt. Da war eigentlich eine Total Conversion. Das war so gut wie ein frühes Battlefront Reboot. Also ein Star Wars Shooter aus der Ego-Perspektive. Richtig cool gemacht. Da gab es dann auch Capture the Droid, also wie Capture the Flag, nur dass man R2 capturen musste. Auf Bespin und die Podracer-Strecke, oder zumindest diese Zieleinfahrt mit der Tribüne, gab es auch. Und mit den Boxenstops gab es auch als Map. Das war eine richtig coole Mod. Excellency, I was told that you saved my soldier. Thank you. You can't imagine what this means to us. Please. I did nothing more than follow the instructions your nurse gave me. Did you learn what you needed to learn? Yes. I was able to question your man and he told me what he saw. He and his company heard sounds of the attack, and they went to investigate. My cousin's escort were already nearly annihilated by animals that jumped out from all sides. A strange sorcerer controlled them. It was he that took my cousin. One of those rebel savages, no doubt. I knew that they'd be behind all of this. They must have learned that an important man was in the region and thought he would make the perfect hostage. I'm sorry. I would give you some men, but... Don't apologize. I know where the camp can be found, and if my cousin is there, I will free him. Like you freed the scholars. You're a good man, Excellency. Thank you again. Der erinnert sich daran. I need to be going. I would very much like to do the same. Safe journey, Your Excellency. Gäbe es bestimmt noch andere nette Dialoge, wenn wir die Scharfschützin mitgenommen hätten. Er schickt mich jetzt... Oh... Er schickt mich... Dahin? Schon wieder? Wenn die jetzt was damit am Hut haben, erst waren sie feindlich, dann waren sie gut, jetzt sind sie wieder feindlich, dann gibt's aber was auf die Backen, Leute. Wir lassen den Hamster hinter der Kommode runter und dann macht er sich da unten die Backen voll. Reisen. Wir bleiben hier. Digi-Densen-Lager. Genau, Digi-Dingens-Lager. Könnte man auch sagen. Ah, nee, guck mal hier, dieser Brief scheint immer mitzureisen. Also kannst du, würde ich jetzt mal behaupten, an jedem potenziellen Lager kannst du dieses DLC starten. Dann können wir uns ja nochmal überlegen, ob wir das nicht noch spielen. Zu einem späteren Zeitpunkt. Vielleicht kann man das ja sogar nach der Story spielen. Ich bin immer Freund von DLCs, die man nach der Story spielen kann. So wie in einem Mass Effect 2 oder so. Leviathan DLC, hast nicht gesehen, die man nach der Story spielen kann. Weil mittendrin, ich weiß nicht, also erstmal, wenn du das Spiel schon durch hast und dann kommt ein DLC raus und das findet mittendrin statt, kannst du es eh schon nicht spielen, weil du das Spiel ja schon durch hast. Also können das nur die Leute spielen, die spät nach Release spielen. Das Spiel gut gefallen hat und irgendwann kommt ein DLC, was du immer spielen kannst, ist halt dann nochmal so, ne, wie zum Beispiel beim upcoming Cyberpunk DLC. Also, okay, ich habe Cyberpunk jetzt schon eine Weile durch, aber das ist dann wieder so ein Punkt, ich freue mich einfach nochmal einen Grund zu haben, ein
nach Night City zu gehen. Und da habe ich halt mega Bock drauf, auf dieses DLC. Auch wenn das auf den ersten Blick erstmal nach Trash aussieht. Das scheint einfach nur so ein es wird viel geschossen DLC zu sein. Hoffentlich ist es nicht irgend so ein Highscore-Quatsch oder so, sondern schon, doch es wird schon Story haben, so wie es aussieht, aber es wird jetzt nichts Brachiales sein. Also es wird jetzt kein Blood and Wine sein, denke ich mal. Nee, das wird es auf gar keinen Fall sein. Haltet ihr mich auf? Nee, guck mal, die lassen mich direkt rein. Was ist denn hier passiert? Hä? Ihr könnt doch jetzt nicht alle tot sein. Das war ich aber nicht. Oder doch, das war ich, glaube ich. Doch, das... Hier... Nee. Hier sind wir doch geschlichen. Das war ich nicht. Oder haben wir hier gekämpft? Nee, wir sind geschlichen. Haben nur den Lagertyp umgebracht. Den Schlüsselmeister von Gosa. Glaube ich zumindest. Hello. Renaigse, there you are again. What do you want? To speak to you about my cousin's capture and the massacre of his escort. A soldier from the nearby outpost survived and told us that you were present on the battlefield. You dare come here and accuse us of taking him? Let me throw him out this Renaigse and his Ilkderen. May they receive this punishment for their arrogance. Ja, versuch's doch. Ich würde halt gerne erstmal wissen, ob ihr es seid. I know that you see us as your enemies, but we are not here to harm you. I only seek to find the man I consider to be my brother, as well as the man who is protecting him. Katisach, one of your greatest Donegada. No Donea Exregal would attack Katasach. If you didn't attack him, you must know what happened to them. I was told that an islander took my cousin away. Perhaps your men were there to aid them. We do not have your cousin, and we do not know what happened to him. As for Katasach, and the Vorscht Tire, he died from his wounds. Nein! That night, we heard the sounds of a terrible combat. The ground shook all the way to our homes. We went to see, but we arrived too late. The last breath of Katasach had returned to the wind when we arrived there, and many of the Renaigse were dead. We could do no more. We carried the body of the Donegad and brought it here. He gave his life to protect Constantine. May he rest in peace. This request might surprise you, but we would like to see him. Why? What do you want to do with him, Renaigse? Examine him to understand what killed him. We were told that an island native was there and that he likely led the attack. No Donea Exregal would attack Katasach. You have been lied to, or they were mistaken. That is the very reason I need to see his body. To understand. You may see him. But if you desecrate his body, you will pay for this offense with your life. Wir hätten jetzt auch alle ummetzeln können. Aber wir sind auch schon sehr auf Konfrontation hier reingekommen. Aber deswegen habe ich ja gesagt, ich will erstmal wissen, ob sie es überhaupt waren, bevor wir jetzt hier anfangen, wild um uns zu schlagen. Aber wer hat die hier umgebracht? Ich kann... Oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Wir sind doch geschlichen. Okay, wir waren ja dann irgendwann nochmal hier. Wir sind ja schon das dritte Mal jetzt in diesem Lager. Ach, scheiß drauf. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben sie umgebracht. Beim zweiten Mal. Renaixe. Wir sind schließlich ein Renaixe. Katisach. Seeing the state of his body. Ach Mann, der war so nett. Oh, sieht der fies aus. Was ist denn mit dem? Alter! Der komplette Brustkorb ist aufgerissen. Die kompletten Organe fehlen. Als wäre da was aus ihm rausgeplatzt. Alter Schwede. Was ist das denn? Der sieht ja richtig fies aus. Muss ich extra die alte holen gehen?
Afra. Die wird ja später das Aphrodisiakum erfinden. Ja, okay. Er war sehr schlecht. Oder vielleicht ist sie ein Afroamerikaner. Oder wird eine Frisur wird nach ihr benannt, der sogenannte Afra. Afros sind cool. Okay, gut. Danke für diese Information. Afros sind cool. Zitat ich 2022. Gefährten versammeln. Ja, also mal ranpfeifen. Vasco. Hier, Gruppe zusammenstellen. Petrus, tschüss. Ne, Moment, das war falsch. Petrus, tschüss. Afra rein. Let's walk. Nein. Unser Schwert, na, muss man ja ausmaxen. Das lohnt sich so überhaupt nicht. Die erste Waffe, die wir in diesem... Ne, stimmt gar nicht. Wir haben natürlich in Serene damals im Prolog schon Waffen gefunden. Also das ist schon unmittelbar so die erste Quest-Belohnungswaffe auf dem neuen Kontinent, aber glaube ich, ne? Direkt Legend, das beste Schwert in-game. Ne, so gut ist es nicht. Es ist natürlich schon gut, aber bis man das benutzen kann, ist einfach auch schon vorbei. Kann ich hier lang? Ne. Guck mal, die wohnen ja zum Beispiel auch hier in so Ruinen von wahrscheinlich unseren Leuten. Here is the body of Katasach. Could you examine Wie schmerzerfüllt er aussieht. Of course. This won't be the first time I've examined a corpse. Naja, so eine A schon. great number of large, blunt force contusions, covering the entire surface of the victim's body. None of the wounds could be attributed to a blade or a spear, nor are there any visible bullet entry points. Practically every bone has been broken in multiple places. The rib cage was torn open and then collapsed. The open wound reveals multiple perforations of the vital organs. Here, the borders of the wounds have been singed. The flesh is blackened, exposed to a flame, no doubt. And we also note several patches of mineral residue. They seem oddly out of place in spite of the exotic insular origin of our deceased. I would be hard-pressed to tell you which of the wounds proved to be the fatal blow, but one thing is certain. He was smashed violently by a giant rock that was without a doubt on fire. Yes. These wounds are similar to those given by a heated cannon shot, though in a less regular fashion. The dead soldiers we found had identical wounds. As crazy as this may sound, whoever is responsible for this attack is capable of wielding molten rock. In any other circumstance, your conclusion would qualify you for an asylum. But I stand on the side of the improbable. The natives' powers reside outside the body of knowledge we possess. We still don't really know who is actually behind this attack, nor what they want. Judging by the severity of these wounds, I fear the worst for Constantine. All your experiments. You've learned so little. You've learned to fear. Your instincts should have been enough. We had to at least try. Are you not even concerned or angered by what happened to Katasach? We've grown accustomed to the loss of lives, your relentless attacks and incessant treacheries. All the same, there is truth in your words. This attack is out of place. Guardian and Donegad would never attack one another. There is a ritual that might help us. Anatalas Fair. The Anatalas Fair. What is it? Tell me more.
It is a magical rite that only a person with a powerful bond to both spirits and nature can perform. It allows the Doneigad who chants it to relive the last moments of an Onol Manawi. That would allow us to at least see the face of his assassin. If what I have heard is true, yes. To my knowledge, only one Doneigad still living knows the ritual. Let's ask her for her help then. She might be able to tell us what has become of Constantine. You are quick to ask another to put her mind in danger for your own concerns. Imagine the pain of the wounds of another, shaking your body as the cold of death crushes your beating heart. This is what you must ask of the Tiernahach. It is the price she must pay for performing the ritual. When her companion was lost in battle, fighting against your own, she wanted to live that death beside her. Since that day, our Tiernahach Gedachtas has never breathed air with the same breath. That would explain her distrust of the colonials. You must make her see your purpose. It may be the only way you are going to learn the fate of your cousin. Was für eine komische Wendung das hier ist. Dieses wir kommen zurück, die sind weg. Jetzt schießt jemand mit Feuerbällen. Sehr mysteriös alles. Auch er hier mit der... Hat er so etwas wie eine Sonnenbrille? Nö. Wie kann das nochmal erleben? Wo hatten wir das denn erst? Dieses... Ach nee, Quatsch. Ich habe angefangen, Fringe zu gucken. Und da gibt's das, dass wenn Leute irgendwie noch nicht so lange tot sind, dann lebt das Gehirn noch oder irgendwas im Gehirn lebt noch, glaube ich. Und dann kann man sich das nochmal irgendwie angucken oder hast nicht gesehen. Stimmt, da war das. Da nutzen sie das eigentlich ähnlich. Da gucken sie danach in einem Toten, wer der Mörder gewesen ist. Oder versuchen das rauszufinden über die Tour. So, wir müssten jetzt alle Leute befragen. Überzeuge Mev. Wald der Ältesten. Hey, im Lager. Er wird wahrscheinlich nichts haben. Aber ich kann ja mal gucken, was ich zum Verkaufen habe. Ey, wir haben so viel Geld wie noch nie. Breitschwert der Parade. Warum hat er das jetzt ganz nach oben gesetzt? Das hatten wir auch eben schon gesehen. Ne, leider nichts Neues. Auch keine Hügel. Bischofgewand. Irgendeine Rüstung. Ja, die brauchen alle Ausdauer 2. Die sind total grottig. Die hier wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man da jetzt noch Rüstungen anbaut. Ja. Was tragen wir denn eigentlich gerade? Wie heißt denn unsere alte Kürass der Inquisition? Stimmt. Der ist schon brutal gut, ey. Ohne Witz. Ich behalte jetzt einfach mal Afra im Team. Es ist doch auch scheißegal. Seien wir mal ehrlich. Solange Kurt die Kante dabei ist. Hello, Mev. Renoixe, why have you come here again? I've come to ask you for help. My help? You still seek the remedy for the sickness on your island? Or are you looking for something else? My cousin has been taken, and I've been told that you could help me. Truly? And in what way? By performing the Anatalis fair on the body of Katasach, the Doneigad. Katasach is dead. Under Vosh'Dire. This is a great tragedy. He was a good man. Perhaps the best of us all. How did this happen? He went with my cousin to a sacred site when they were attacked. My cousin has disappeared, taken, according to a witness. And Katasach suffered terrible wounds. We examined him, and it seemed as if he had been struck by molten rock. Fire of the earth. Only the Nadaig Manemen have the power to wield it.
but none of our own would have attacked Katasach. This is why we need your help. We want to understand and to find who's responsible. And you will avenge the dead as you have avenged my wound in the past. Very well, Renoixi. I will help you. And I also wish to gain understanding. Our island wails in suffering. Many Sinol Menawi have died. The Anatalas Fair may kill me, but at least I will know. You will need to act as my Voglendaig, and bring to me the necessary ingredients while I prepare. What do you require? A potion. And listen and remember, or write in your language what I shall tell you. Do not forget, the viscera of the scavengers must be taken from a place near the battlefield, because they contain the flesh of those who fell. As for the personal object of Katasach, find his weapon, because it knew his fury and his despair. He didn't have a weapon when I found his body. I'll search the battlefield. Where can I find him? In Dasen's camp. She recovered him after the battle. Very well. Not far from there is a sacred circle. Oh ja, der heilige Find me Kreis. there when you have united all that I need. Then we can perform the ritual when the moon is high. Wie gerade gesagt, die wird dabei sterben. In that case, let's go together to the ritual site. The place of the attack is not far from Dasen's camp. Very well. I'll follow you. Okay, und Geierfleisch von einem Schlachtfeld. Der Steinkreis. Die sitzt hier. Ich dachte, die meint den Steinkreis. Hä, Moment mal. Wo war... Nee, das habe ich verwechselt. Ich dachte, hier gäbe es einen Steinkreis. Doch hier. Nee, Moment mal, das ist das Schlachtfeld. Das ist auch eine komplett andere Map, wo ich dachte, wo der Steinkreis ist. Den hier kannte ich gar nicht, wo sie jetzt hier sitzt. Okay, seine Waffe finden. Finde die Waffe. Beschaffe Eingeweide eines Aasfressers vom Ort des Angriffs. Ach, auch da. Ja, gut, dann können wir alles mit einem Schlag uns holen. Betonung liegt auf einem Schlag. Ist das hier womöglich ein Lagerplatz? Uns fehlt doch noch ein Lagerplatz. Wahrscheinlich ja. Weiß noch, wie früher habe ich mir immer gewünscht, ey, Videospiele, wo wirklich mal dicht bewachsenes Gras ist, also richtiges Gras. Man hatte ja zeitlang in Videospielen nur so, ja, so eine Grastextur und dann so ein paar Sprites oder so. Und wir sind ja schon weit gekommen, also wenn ich hier mal so rüber gucke, da ist ja schon einiges an Vegetation unterwegs. Habe ich mir immer gewünscht damals, so, ey, boah, wie geil wäre das. Und dann kam irgendwann Witcher 3. Boah, das hat mich auch damals so geflasht. Ja, okay, ich kann hier nicht runter, weil ich die Taste nicht drücken darf. Natürlich toll. Die Witcher 3 Preso, wo die ganzen Bäume, die ganze Vegetation sich im Wind bewegt. Das war so awesome. Da war ich richtig begeistert von der Technik auch. Da dachte ich, wow, das is it. Und das war's auch. Das Spiel ist es einfach. On point, alles perfekt. Geht einfach nicht besser. Bin auch so gespannt auf Witcher 4, weil das irgendwann dann kommt. Sie arbeiten ja jetzt... Gut, erstmal an Cyberpunk-DLCs, aber es hieß ja auch schon, sie machen nach Cyberpunk ein neues Witcher. Außerhalb der Geralt-Saga, vielleicht einige Zeit später mit... fände ich auch geil, also würde ich tatsächlich auch bevorzugen. So sehr ich Geralt und die Crew geliebt habe, hätte ich trotzdem gerne nichts mehr mit denen, sondern ich hätte gerne ein neues Kapitel, so, ne? Wie Mass Effect, das er jetzt auch macht, ohne Shepard. Oh, ist gar kein Lager hier. Ohne Shepard, sondern mit dem Pathfinder, glaube ich, heißt der.
Stimmt, das steht ja auch noch an. Ein neues Mass Effect.